Hallo und herzlich willkommen in der Übersetzerinnenwelt. In meinem Blog darüber, wie mein Leben als Übersetzerin und Autorin und Online-Kursentwicklerin für Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen aussieht, wie ich das erlebe, was ich eigentlich mache, was hier so passiert. Ich bin übrigens Ilona, falls ihr mich noch nicht kennt. Bei der Anzahl meiner Abonnenten im Moment gehe ich davon aus, dass mich alle persönlich kennen, aber vielleicht ändert sich das ja. Ich würde mich freuen, wenn ja, ihr, diejenigen, die neu den Podcast oder das Video eingeschaltet habt, wenn ihr da bleibt, wenn ihr wiederkommt, wenn ihr hier natürlich etwas findet, was euch auch interessiert. Ja, das ist die erste richtige Folge. Es gab schon die nullte Folge. Das war der Auftakt, in dem ich mich vorgestellt habe. Und in dieser Folge geht es darum, was ich auf meinem Schreibtisch im Moment habe. Unter anderem deswegen sieht man auch meinen Schreibtisch und meine etwas unaufgeräumte Orgawand. Aber so ist das nun mal. Im Arbeitsalltag passieren halt Sachen, die man schnell irgendwie reinstecken muss und ja, damit sie aus den Augen oder zumindest aus dem Sinn sind. Naja, das ist jetzt etwas widersprüchlich gewesen, aber so ist dieser Vlog. Er soll eigentlich ja, quasi mein Leben so abbilden, mein Berufsleben so abbilden, wie es auch läuft. Und das ist manchmal gut organisiert und manchmal nicht so gut organisiert. Und wie gesagt, heute ja, kommt der erste Teil einer vielleicht Serie von Videos oder nee, so kann man das nicht ausdrücken. Ich dachte, ich mache ab und zu einzelne Videos dazu, was gerade auf meinem Schreibtisch ist. Ja, vielleicht interessiert das euch, ich hoffe jedenfalls. Und das werde ich in dieser Folge so machen. Ich werde meine Aufträge durchgehen, natürlich ohne Nennung von Datenschutz oder datenrechtlich geschützten Daten, aber einfach nur einen Umriss geben, welche Art von Aufträgen ich habe, wie groß sie sind, wie ich an die Bearbeitung rangehe, wie ich drangekommen bin und was ja besonders schön oder weniger schön an diesen Aufträgen so aus meiner Perspektive ist. Ich hoffe, die Beleuchtung ist in Ordnung so. Ich befürchte, die ist nicht ganz in Ordnung, weil ich, naja, nur von einzelnen Lichtquellen angeschienen werde und eine andere Beleuchtung kriege ich in meinem Arbeitszimmer im Moment nicht hin. Wenn ich das Licht, also ich habe so ein Licht, das ich wie so ein Lichtstrahl auf mein Gesicht richten kann, dann bin ich so ausgeleuchtet, dass es, glaube ich, auch schon zu viel ist. Und ich habe keine Wand, die ich dazwischen stellen kann, die dann aber immer noch durchsichtig wäre. Oder? Nee, das wäre eine zu große Umstellung hier im Zimmer. Und die Idee, diesen Vlog zu machen, ist ja auch eigentlich aus meiner YouTube-Karriere als Strickpodcasterin entstanden. Dort kann ich das oft recht spontan aufnehmen, sonst würde ich nicht auf so viele Fotos in einem Jahr kommen. Und ich dachte, es ja, ist ja quasi eine Schande, dass ich in meinem Hauptberuf keinen Podcast mache, wo ich doch in meinem Hobby so viele Videos aufnehmen konnte. Deswegen dachte ich, ich mache das auch. Ich merke, dass es ein bisschen schwieriger ist, ohne Vorbereitung im beruflichen Kontext sich hinzusetzen und darüber zu erzählen, was man so macht, weil ja, beruflicher Kontext, häufig Datenschutz, ja, Beschränkungen und so weiter. Und da muss man echt schauen, welche Themen man wählt, ohne dass man ja, an irgendwelche Grenzen kommt und dann halt einfach nur uninteressant so vor sich hin irgendwas erzählt, was zu abstrakt bleibt. Deswegen fange ich jetzt an mit konkreteren Sachen und ich fange damit an, was ich seit gestern Abend reinbekommen habe. Da sind nämlich zwei Anfragen für Urkundenübersetzungen.
Die muss ich heute beantworten. Das werde ich auch tun, nachdem ich aufgenommen habe. Beides sind Anfragen, habe ich ja schon gesagt, Urkundenübersetzungen, ein Diplom aus Russland. Ich übersetze ja aus dem Russischen ins Deutsche, beziehungsweise als Urkundenübersetzerin übersetze ich aus dem Russischen ins Deutsche und umgekehrt. Und ja, ein Diplom, ein medizinisches Diplom aus Russland ist auf meinem Tisch gelandet als Anfrage erstmal. Ich fürchte, da war in der E-Mail auch der Lehrplan mit dabei. Das heißt, es ist recht viel, was da angefragt wird. Und ja, ich muss mal schauen, wie ich an die Preisgestaltung rangehe. Ich habe mir das noch nicht konkret angeguckt, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen. Die zweite Anfrage ist eine kleinere Urkunde. Das ist eine schnelle Sache, die gucke ich mir oder habe ich mir natürlich schon kurz angeguckt. Da sind ja so 2 quasi Seiten. Da überschlage ich den Preis. Das ist auch eine Urkunde aus dem Russischen ins Deutsche, beziehungsweise eine Übersetzung aus dem Russischen ins Deutsche. Da muss ich eigentlich nur, ups, tut mir leid, meine temporäre Vorrichtung hier mit meinen Computern hat nicht standgehalten meinem Gerede. Ist nichts Schlimmes passiert. Ich mache einfach weiter. Ja, genau. Bei so kleineren Urkunden mache ich das normalerweise so. Die sind ja handschriftlich ausgefüllt. Ja, also ganz häufig sind die Urkunden aus der ehemaligen Sowjetunion, aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion per Hand ausgefüllt, also komplett. Es gibt eine Vorlage und da wird per Hand reingeschrieben. Das heißt, da kann ich entweder einzelne Wörter abzählen, um den Preis zu bestimmen, oder dadurch, dass ich halt schon seit vielen Jahren Urkunden übersetze, gucke ich mir die Seite an, kann ungefähr so per Blickkontakt einschätzen, wie lange ich dafür brauchen werde, um diese Seite zu übersetzen. Dann notiere ich mir den Preis. Bei vielseitigen Urkunden schreibe ich das schon mal in eine Excel-Tabelle, damit das automatisch summiert wird. Bei so kleinen Urkunden mit 2, 3 Seiten kann ich mir das merken, während ich mir die Datei angucke oder das Dokument angucke. Und ja, dann überschlage ich einfach den Preis und summiere dann zum Beispiel 15 plus 20 plus 35 und dann bekomme ich meinen Endpreis. Oft mache ich noch an dem Preis ein bisschen was. Das heißt, wenn ich auf den Preis von 60 € komme, dann mache ich schon mal 59. Oder wenn ich mehrere Urkunden vom gleichen Kunden bekomme und zum Beispiel einmal 60, einmal 120 und insgesamt irgendwie 500 € zusammenzähle, dann gebe ich schon mal einen Rabatt, weil ich weiß, dass ich in der Regel schneller fertig werde. Ja, genau, die 2 Urkunden muss ich heute noch bepreisen und den Kunden Angebote schicken. Dann habe ich schon einen Auftrag für eine weitere Urkundenübersetzung. Das ist auch wieder eine Geburtsurkunde aus Kasachstan. Das passiert ja recht häufig beim Übersetzen von Urkunden aus dem Russischen ins Deutsche, dass die Urkunden gar nicht in Russland ausgestellt sind, sondern in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion und sind dann zweisprachig. Auf der linken Seite zum Beispiel also kasachische Einträge oder auf der rechten Seite russische Einträge. Manchmal ist es vermischt, dass ja, die Beamten, die Formulare ausgefüllt haben, dass sie ja quasi, dass das Formular zum Beispiel in Kasachisch ist und die Einträge in Russisch oder umgekehrt. Das ist ein interessanter Fall, den wir vielleicht an einer anderen Stelle besprechen können. Wenn ihr ja, Fragen dazu habt, gerne in den Kommentaren schreiben, wie ich in solchen Situationen vorgehe. Aber bei meinem aktuellen Auftrag geht es um eine ganz normale Urkunde, die ist zweisprachig, aber auf jeder Seite ist dann halt nur eine Sprache. Also übersetze ich nur das Russische. Natürlich geht man davon aus, dass in Kasachisch das Gleiche steht. Das ist aber nicht meine Aufgabe, das zu prüfen. Genau, das ist ein kurzer Auftrag, da bin ich wahrscheinlich in einer Stunde fertig und entsprechend ist auch der Preis ausgefallen. Also ich habe eine Stunde bepreist. Dann habe ich habe ich da noch, genau, ich habe mir noch vorgenommen, dass ich bei jedem Auftrag oder Angebot, den ich erwähne oder das ich erwähne, auch auf bestimmte Kriterien oder Aspekte eingehe.
Der eine Punkt wäre, wie kam ich an den Auftrag? Bei diesen Anfragen und eigentlich bei sehr vielen Urkundenübersetzungen, nicht bei allen, aber bei den meisten würde ich sagen, rufen mich die Kunden an oder schreiben mich an, weil sie mich online gefunden haben. Sie finden entweder meine Internetseite direkt oder sie finden mich in der Justizdolmetscher-Datenbank. Wenn ihr ermächtigt oder beeidigt seid, wisst ihr, dass es eine Datenbank gibt in Deutschland, wo wir alle, also Ermächtigte und Beeidigte und staatlich Bestellte, eingetragen sind, und da können die Kunden halt vor Ort, wo sie wohnen, weil sie in der Regel vorbeikommen wollen oder müssen, dort können die Kunden suchen, und auf diese Weise, also entweder über diese Datenbank, die online ist natürlich, oder über meine Internetseite, kommen die meisten Urkundenkunden zu mir. Oft ist es aber so, dass wenn das Kunden sind, die regelmäßig Urkundenübersetzungen anfertigen lassen müssen, zum Beispiel habe ich eine Kundin, die seit Jahren einmal im Jahr bei mir eine kleine Übersetzung bestellt. Das ist eine Rentenbescheinigung, die sie hier für irgendwas, wahrscheinlich für Finanzamt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür sie diese Rentenbescheinigung aus Russland braucht. Jedenfalls bestellt sie mir jedes Jahr die Übersetzung einer Rentenbescheinigung. Ja, und das ist schon seit 3, 4 Jahren vielleicht, und das ist nur dieses eine Mal im Jahr. Dann gibt es auch andere Kunden, die zum Beispiel heiraten und im Rahmen der Heirat eine Urkundenübersetzung oder mehrere Urkundenübersetzungen bei mir bestellt haben. Dann kriegen sie Kinder und kommen wieder und lassen die Geburtsurkunden in die andere Richtung übersetzen, um entweder die Staatsangehörigkeit hier zu beantragen oder andere Lebenssituationen zu bewältigen, und dann lebe ich quasi oder erlebe ich so ein bisschen mit, was mit denen eigentlich so in ihrem Leben passiert. Genau, also bei diesem Auftrag war das ähnlich. Die Kundin hat mich über meine Internetseite gefunden. Die Internetseite schreibe ich hier. Falls ihr Interesse habt zu schauen, wie meine Internetseite aussieht, sehr gerne. Wenn ihr einen Fehler findet, gerne entweder in den Kommentaren oder mich persönlich anschreiben. Ich habe zwar die Seite vor vielen Jahren gemacht und auch mehrfach gelesen und auch immer wieder irgendwas korrigiert, aber man weiß ja nie, vielleicht habe ich ja was übersehen. Dann genau, was ich noch über meine Aufträge immer sagen möchte, also ein Aspekt, ist die Nutzung von CAT-Tools oder von anderen elektronischen Hilfsmitteln, also sowas wie maschinelle Übersetzung, Terminologie, Datenbanken oder was auch immer. Bei Urkundenübersetzungen also aus dem Russischen ins Deutsche kann man quasi keine CAT-Tools nutzen. Ja, wenn ich mich irre, gerne in den Kommentaren schreiben. Davon können wir alle profitieren, wenn wir erfahren, wie man eine russischsprachige, handschriftlich ausgefüllte Urkunde in ein CAT-Tool reinbekommt. Daher übersetze ich die Urkunden, also zumindest so standesamtliche oder wie heißt das, Personenstandsurkunden, eigentlich immer so auf die herkömmliche Art und Weise. Also die Urkunde ist entweder eingescannt oder liegt halt in echt da. In der Regel scanne ich sie dann trotzdem ein, damit ich auf dem Bildschirm, man sieht hier ja einen großen Bildschirm, beide Dokumente so nebeneinander legen kann, und dann übersetze ich halt von oben nach unten. Natürlich habe ich alle wahrscheinlich nicht, aber sehr, sehr viele Vorlagen aus den vergangenen Jahren, die ich selber gemacht habe. Und meistens habe ich bereits eine Vorlage fertig, so dass ich recht schnell mich an das Übersetzen eigentlich machen kann und nichts nachbauen muss. Manchmal muss man die Vorlagen anpassen natürlich, aber das ist keine große Arbeit, also muss ich mich mit Formatierung in der Regel nicht viel aufhalten. Das empfehle ich übrigens sehr für alle angehenden oder quasi frisch gebackenen Urkundenübersetzer, dass ihr die Vorlagen gewissenhaft bei der erstmaligen Übersetzung einer Urkunde oder Urkundenart anfertigt und dann auch so ablegt, dass ihr sie immer wieder nutzen könnt. Falls ihr nicht so gerne Vorlagen anfertigt, beziehungsweise vielleicht auch die Qualifikation oder die Kompetenz in Word oder in einem anderen Textverarbeitungsprogramm nicht habt und auch die Zeit oder
euch die Mühe nicht machen wollt, das euch anzueignen, man kann auch fertige Vorlagen kaufen. Natürlich nicht alle, aber es gibt einen Urkundenübersetzungsshop, ich glaube, so heißt er auch. Ich schreibe hier die Adresse, betrieben von Miriam Neidhardt. Das ist eine Englisch-Deutsch, ein bisschen Russisch-Deutsch Übersetzerin, auch Herausgeberin eines Buches, das ich in meiner Auftaktfolge in die Kamera gehalten habe. Das ist das Buch Erfolgreich freiberuflich übersetzen. Und davor gab es 3 Auflagen von Überleben als Übersetzer. Bei den letzten 2 Auflagen habe ich mitgeschrieben als eine der Autorinnen. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre, gerade für angehende, aber nicht nur angehende Übersetzer und Dolmetscher in einem großen Umfang vielleicht. Ja, aber die Buchvorstellung mache ich mal wieder in einer anderen Folge. So, das war... Genau, und dann eine Frage, die ich mir also bei der Beschreibung jedes Auftrags hier auch stellen möchte, ist, was ist besonders an diesem Auftrag? Bei der Urkundenübersetzung, die ich eben erwähnt habe, ist nichts Besonderes. Bisher jedenfalls. Ich habe noch nicht übersetzt, also vielleicht ergibt sich ja was Spannendes, dann erzähle ich das in einer der nächsten Folgen. Aber bisher ist das eine ganz normale Geburtsurkunde. Ach ja, genau. Es gibt noch es ist nicht ein Dokument, es sind 2 Dokumente, die ich im Rahmen dieses Auftrags übersetzen soll. Das eine ist halt die Geburtsurkunde und das zweite ist eine E-Mail, in der steht, dass eine Negativbescheinigung über die Nichtexistenz der Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf die Staatsangehörigkeit sozusagen, beziehungsweise die Entziehung der Staatsangehörigkeit nicht möglich ist. Ja, ich übersetze also auch eine E-Mail und bestätige sie, weil die Kundin das wünscht. Und normalerweise sind, ja, obwohl doch, es gibt, glaube ich, Gerichtsurteile, die besagen, dass E-Mails auch als Dokumente gelten können, als Beweisstücke gelten können. Von daher ist das schon ja, vertretbar oder nicht nur vertretbar, wir können alle Urkunden bestätigen, wenn wir sie richtig und vollständig übersetzt haben. Oder nicht nur Urkunden, wir können alle Dokumente, die wir übersetzen, bestätigen, wenn wir sie richtig und vollständig übersetzt haben. Das ist nur nicht immer notwendig. Aber bei dieser E-Mail ist das notwendig, weil sie auch als quasi ein Beleg, ein Beweisstück irgendwohin vorgelegt wird. Das war der erste Auftrag, der jetzt ja, für heute auf meinem Tisch liegt. Der zweite Auftrag, der schon seit Monaten auf meinem Tisch liegt und nach abgearbeitet oder bearbeitet wird. Abgearbeitet hört sich immer so, als würde ich mich abmühen damit. Nein, das ist ein sehr, sehr schöner Auftrag. Das ist eine Buchübersetzung. Ich übersetze ein Buch aus dem Russischen ins Deutsche. Das Ganze spielt sich in Russland, also am Anfang des 20. Jahrhunderts ab. Und es ist ein Buch aus dem Fachgebiet Kultur, Musik, Theater, beziehungsweise mehr Theater als Musik eigentlich. Es geht um eine Oper. Und der Umfang ist, also vielleicht eins nach dem anderen. Ich wurde direkt vom Autor dieses Buches beauftragt, der seine Bücher selbst ja, ins Englische und ins Deutsche übersetzen lässt. Und ja, genau, wie ist er auf mich gekommen? Ich habe eine Urkunde, beziehungsweise mehrere Urkunden für jemanden übersetzt. Der blieb wohl sehr zufrieden, also hat er sich ein paar Monate später gemeldet und gefragt, ob ich ihm denn jemanden empfehlen könne, der auch Literatur übersetzt. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ich übersetze nicht nur Urkunden, ich übersetze eigentlich liebend gerne Literatur. Also hat er meine Kontaktdaten an einen Bekannten oder Freund von ihm ausgerichtet. Und dieser Freund oder Bekannte ist dieser Autor und er hat sich bei mir gemeldet, wir haben miteinander kommuniziert und uns einigen können darüber, dass ich all dieses Buch übersetze. Und das mache ich jetzt. Das Buch ist, beziehungsweise diese Abhandlung, also als Buch habe ich das jetzt in echt nie gesehen. Ich habe das Dokument elektronisch bekommen. Das ist, also der Umfang des Textes ist 20.000 Wörter. Das heißt, ich bearbeite das Dokument oder dieses Buch jetzt nicht an einem Tag, logischerweise, auch nicht in einer Woche.
Und dadurch, dass ich ja mit 30 Stunden die Woche eigentlich angestellt bin, bearbeite ich das relativ langsam, aber kontinuierlich. Und genau. Ich bearbeite oder ich erstelle bei Literaturübersetzungen, wenn es nicht gerade um Gedichte oder sehr, sehr künstlerische Texte geht, sondern um ja, so Publizistik dieser Art, wo Ereignisse halt chronologisch beschrieben werden oder man wirklich Satz für Satz übersetzen kann, übersetze ich, also solche Texte übersetze ich in einem CAT-Tool. Ich arbeite mit Trados Studio. 2023, glaube ich, habe ich die Version. Und der Kunde hat mir die gesamte Buchdatei als eine Word-Datei zugeschickt, so dass ich wunderbar die Datei als Ausgangsdatei in Trados auch importieren kann, und dann gehe ich nach und nach alles durch und übersetze. Das mache ich bei Literaturübersetzungen. Wie gesagt, wenn die Texte jetzt nicht, sich nicht reimen zum Beispiel, mache ich das bei Literaturübersetzungen eigentlich immer so, dass ich die allererste Version, wo es ja wirklich auch um Vollständigkeit geht und nicht nur um eine direkt sehr schöne Übersetzung, da erstelle ich die erste Version in Trados. Dann mache ich den ersten Prüfdurchgang oder Korrekturdurchgang auch noch in dem CAT-Tool entsprechend, um zu prüfen, dass ich wirklich alle Namen richtig drin habe, dass ich alles vollständig übersetzt habe, dass ich dass ich halt einfach nichts übersehen habe. Und ja, genau, dass ich die Terminologie korrekt eingehalten habe. Zum Beispiel gibt es natürlich bei diesem Buch, also das sind auch Besonderheiten, das Ganze spielt sich halt im Theatermilieu, sage ich mal, ab. Und da gibt es natürlich spezielle Begrifflichkeiten, die jetzt nicht alltäglich sind. Die muss ich teilweise recherchieren, teilweise kenne ich sie natürlich. Und gerade bei Recherchierten muss ich im Laufe des Buches, das ich ja über mehrere Wochen verteilt übersetze, ja, mir sicher sein, dass die Begrifflichkeiten, die ich recherchiert habe, ich auch richtig verwende. Oder nicht nur richtig, sondern halt auch durchgängig verwende, wenn sie dort passen. Und das kann ich am besten in meinem CAT-Tool, also in Trados, feststellen. Deswegen mache ich den ersten Korrekturdurchlauf auch noch im CAT-Tool. Dann exportiere ich das Dokument. Wenn ich halt mit der Übersetzung fertig bin und geprüft habe, exportiere ich und dann lese ich, dann weiß ich ja, alles ist richtig und vollständig drin. Das ist ja fast wie bei der Urkundenübersetzung. Und dann lese ich aber nur die Zieldatei, also nur meine Übersetzung, und abstrahiere eigentlich komplett vom Original, vom russischsprachigen Original, außer dass ich quasi die Stimme oder auch die Stimmung und die Stilistik des Autors als so ein Rahmen mit dabei habe. Und dann lese ich den gesamten Text so, sagen wir mal, mit dem Ohr oder mit dem Auge eines deutschen Muttersprachlers und prüfe, ob alles ja, deutsch klingt, ob man trotzdem nachvollziehen kann, dass wir uns im Russland des Anfang 20. Jahrhunderts befinden, dass man zwar merkt, okay, das ist das Russische, aber man versteht als deutscher Leser trotzdem, worum es geht, und so weiter. Ja? Also ich prüfe dann halt das, was man bei einer Literaturübersetzung auch prüfen muss. Und oft ergibt sich dann noch bei diesem Bearbeitungsschritt, dass ich die Sätze zum Beispiel entweder umstellen oder etwas anders sortieren muss, dass ich Sätze, dass ich den gesamten Text oder dass ich den Text als Ganzes betrachte, und der Text muss fließen, er muss sich flüssig lesen, er muss die Stimmung vermitteln. Man darf nicht merken, dass das eine Übersetzung ist, und ja, auf diese Aspekte achte ich dann bei der Bearbeitung außerhalb von Trados. Und ja, da ergibt sich dann, wie gesagt, ein nicht ganz neuer Text, aber ergibt sich eigentlich immer ein anderer Text als in meinem CAT-Tool gewesen. Aber ich habe die Grundlage im CAT-Tool erstellt und die dann halt rund gemacht außerhalb von CAT-Tools oder von Trados. Genau, also weitere Besonderheiten natürlich bei diesem Auftrag sind, dass ich mich in eine Welt vertiefen kann, die ich eigentlich sehr gerne mag. Also ich mag grundsätzlich eigentlich 19. Jahrhundert.
Ich mag die Mode damals, aber Anfang 20. Jahrhunderts sind wir immer noch so ein bisschen in der Nähe vom 19. Jahrhundert. Ich komme also voll auf meine Kosten, auch als Leserin, ja, nicht nur als Übersetzerin, sondern auch als Leserin. Also mich interessiert das Thema sehr. Es gibt auch nicht Überschneidungen, sondern Bezüge zu Deutschland. Das ist natürlich auch immer ganz schön. Und was ich bei Literaturübersetzungen ja erstaunlicher oder nicht erstaunlicherweise, als Übersetzer muss man ja grundsätzlich viel recherchieren. Ähm, Im Unterricht sage ich immer, also in meinen Kursen sage ich immer, dass zu 70% besteht die Arbeit eines Übersetzers aus Recherche. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Man übersetzt auch schon mal Sachen, wo man nicht viel oder gar nicht recherchieren muss. Aber gerade am Anfang der Übersetzertätigkeit oder auch der Dolmetschertätigkeit, beim Dolmetschen noch mehr, weil man viel mehr auswendig lernen muss man sehr viel recherchieren. Und bei Literaturübersetzungen muss man, je nachdem natürlich, was man für ein Buch übersetzt, so schöne, interessante Sachen recherchieren, die man sonst nicht recherchieren muss. Ja, bei Urkunden muss ich ja schon mal rechtliche Begriffe recherchieren, aber bei diesem Buch muss ich etwas über die Opern recherchieren. Ich muss wissen, wie Bestandteile eines Librettos heißen. Ich muss über Geschichte recherchieren. Ich muss ich recherchiere nach Namen, weil immer wieder historische Personen erwähnt werden. Ja, also das ist so ein bisschen wie ein Film, in einem Film mitleben, ja, weil man so punktuell, aber einen sehr intensiven Blick irgendwo hinwerfen muss, um nicht nur den Namen zu recherchieren, sondern auch zu recherchieren, dass das der richtige Name ist, ja, weil natürlich gibt es Namen, die häufig auftauchen, auch in der russischen Geschichte, über die vielleicht auch schon in Deutsch geschrieben wurde. Und dann muss man halt wirklich nicht nur nach dem russischen Namen recherchieren und gucken, okay, gibt es ihn bei Wikipedia auf Deutsch oder man recherchiert auch schon mal deutsche Übersetzungen von alten Büchern über diese Personen. Und das macht den Auftrag für mich, also auf der einen Seite so, dass ich ihn relativ langsam nur bearbeiten kann, auf der anderen Seite aber besonders spannend, weil ich währenddessen sehr viel lerne. Ja, genau, das ist dieser Auftrag. Und der letzte, beziehungsweise die letzten Aufträge, die ich noch erwähnen wollte, die auf meinem Tisch sind und die ich ja kontinuierlich weiter bearbeite, weil sie jetzt nicht unendlich sind, aber aus mehreren Dokumenten bestehen. Aber bevor ich das sage oder bevor ich jetzt abstrakt darüber rede, es geht um die Übersetzung von Strickanleitungen von 2 verschiedenen Designern. Diese übersetze ich aus dem Englischen ins Deutsche. Also wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und zufällig diesen Übersetzer-Podcast oder Übersetzer-Vlog entdeckt habt, ich bin begeisterte, leidenschaftliche Strickerin. Ich betreibe auch einen YouTube-Kanal über Stricken, so heißt der Podcast, der heißt Überstricken. Schreibe das hier in einem Wort. Im Kontext oder zu diesem Podcast das ist so ein bisschen verworren, wie ich das sage jetzt. Vor so ungefähr 3 Jahren habe ich angefangen, Strickanleitungen zu übersetzen, obwohl ich seit bereits 40 Jahren stricke. Ich weiß nicht, warum ich erst vor 3 Jahren drauf gekommen bin, dass als Expertin im praktischen Stricken ich vielleicht auch bei Strickanleitungen ganz gut durchkomme. Und das ist tatsächlich der Fall. Darüber könnt ihr übrigens, also wie ich dahin gekommen bin, Strickanleitungen als eine wirklich kleine Nische zu meiner Nische zu machen oder zu einer meiner Nischen zu machen. Darüber könnt ihr in dem Buch Erfolgreich freiberuflich übersetzen nachlesen. Da gibt es nämlich 2 Kapitel von mir und eins davon heißt, wie heißt das Kapitel? Irgendwas mit Überstricken auch. Übers Stricken. Ja, das dann in 2 Wörtern. Auf jeden Fall in diesem Buch findet ihr 2 Kapitel von mir und eins davon berichtet darüber, wie ich zum Übersetzen von Strickanleitungen gekommen bin und warum ich denke, dass man Hobbys insoweit als Übersetzer und Dolmetscher zum Beruf machen kann, dass man sie natürlich als Fahrgebiet mit in die Tätigkeit mit reinbringen kann. Darum geht es in diesem Kapitel.
So, und zu den aktuellen Aufträgen. Ich habe Kooperationen im Rahmen dieses Podcasts und im Rahmen meiner Strickbegeisterung und Aktivitäten in der Strick-Community habe ich Bekanntschaft gemacht mit diesen Designerinnen. Sie designen Strickkleidung oder Strickaccessoires und schreiben halt die Anleitungen. Beide schreiben die Anleitungen in Englisch, beziehungsweise eine davon ist eine dänische Designerin. Ihre Anleitungen erscheinen in Dänisch und in Englisch. Und die andere ist eine US-amerikanische Designerin. Ihre Anleitungen erscheinen bisher nur in englischer Sprache. Und ja, wir sind Kooperationen eingegangen, dass ich ihre Anleitungen übersetze und dafür bekommen sie oder dafür müssen sie kein direktes Geld zahlen, aber ich bekomme bestimmte Dienstleistungen oder Berechtigungen von ihnen. Also das halte ich jetzt außerhalb dieses Podcasts, deswegen vertiefe ich mich da an der Stelle nicht. Aber so, nur um den Weg aufzuzeigen, wie ich an diese Aufträge gekommen bin, ich kam durch meine Begeisterung für das Hobby Stricken, kam ich in den Genuss, dass ich diese Designerinnen kennengelernt habe und mir quasi einen Namen gemacht habe in der Strick-Community, so dass wir auch eine Kooperation oder Kooperationen schließen konnten. Und im Rahmen dieser Kooperation bekommen sie von mir Übersetzungen und ich bekomme Berechtigungen und andere Dienstleistungen von ihnen. Also es ist also quasi ein Tausch und kein natürlich ist eine Bezahlung auch ein Tausch, aber wir tauschen keine finanziellen oder kein Geld, sondern wir tauschen Dienstleistungen und Berechtigungen. Und ja, die Anleitungen dieser Designerinnen liegen oder werden von mir übersetzt. Das mache ich natürlich in CAD-Tools. Strickanleitungen können als technisches Übersetzen betrachtet werden. Und in den Anleitungen sind ist ein bisschen Text drin, der vielleicht so beschreibt, was das für ein Kleidungsstück ist, woraus man das machen kann und so ein bisschen die Vorgeschichte vielleicht, wie das Design entstanden ist. Aber das meiste in einer Strickanleitung sind Anweisungen, wie man dieses Strickstück herstellt. Und zwar für verschiedene Größen zum Beispiel. Das heißt, es wird Schritt für Schritt, entweder verbal oder nonverbal, mit Hilfe von Grafiken, also Charts, beschrieben, wie man ein Strickstück herstellt. Also eine typische technische Anweisung oder Anleitung dazu, wie man etwas herstellt. Und wie in jedem technischen Bereich kann man so etwas am besten natürlich übersetzen, wenn man sich in dem Bereich auch auskennt. Optimalerweise, wenn man das praktisch auch umsetzen kann, so dass man bei kniffligen, in kniffligen Formulierungen versteht, was gemeint ist, ja, weil man sich das vorstellen kann. Wenn man das also dann in meinem Fall in deutscher Sprache beschreibt, dass ich merke, ob ich einen Fehler mache, ja, wenn ich etwas falsch verstehe und das in Deutsch beschreibe und das im Kopf durchspielen kann, wie ich das machen würde, dann merke ich den Fehler. Ja, wenn ich merke, okay, das kann ich nicht machen, ist praktisch nicht umsetzbar, dann weiß ich, okay, dann übersetze ich es falsch. Und ja, das ist natürlich immer der Grund, warum man so hochspezifische Nischen oder hochspezifische technische Übersetzungen eigentlich meiner Überzeugung nach nur machen kann, wenn man die Sache auch praktisch umsetzen kann. Deswegen übersetze ich zum Beispiel keine technischen Anleitungen oder keine Produktbeschreibungen von hochtechnischen Geräten oder Zahntechnik oder sowas. Oder weswegen ich im medizinischen Bereich, also wenn es um Texte geht, normalerweise nicht übersetze oder zumindest nicht ohne Hilfe von einem Übersetzer oder einer Übersetzerin übersetze, die sich in diesem Fahrgebiet auch wirklich gut auskennt. So, genau. Was ist das Besondere? Ich überlege gerade, habe ich alles gesagt? Ja, genau, Umfang von diesen Strickanleitungen. Gut, ich habe halt im Rahmen dieser Kooperation ist vereinbart, dass ich einfach so viele Anleitungen von diesen Designerinnen übersetze, wie ich möchte. Und
und daher ist das auch so ein durchlaufender Posten, sage ich mal, bei dem ich aber was mache. Ja, da kann ich jederzeit mich dran setzen, eine Anleitung fertig machen, veröffentlichen, beziehungsweise die Designerin darf sie dann veröffentlichen. Ja, dann nehme ich halt die nächste und übersetze sie. Die sind, also einzelne Anleitungen sind dann, jetzt weiß ich gar nicht, ich muss mal vielleicht schauen, oder ich überlege. Einzelne Anleitungen sind, glaube ich, liegen bei so 2000 Wörtern ungefähr. Ja, so 1500 bis 3000 Wörter vielleicht. Je nachdem, es gibt auch viel kürzere und viel längere Anleitungen, aber so im Durchschnitt sind das vielleicht so 1.500 bis 3000 Wörter. Das heißt, man kann mit einer Anleitung so in 2 entspannten Arbeitstagen fertig werden. Da ich ja meistens die meiste Zeit des Tages mich mit anderen Sachen beschäftige, kriege ich das nicht so schnell hin. Aber das Besondere und das ja, Schöne quasi an den Strickanleitungen oder grundsätzlich an technischen Übersetzungen, die man nicht zum ersten Mal macht, ist, dass man die CAT-Tools nutzen kann. Ich übersetze sie also immer in Trados, auch wenn ich die Anleitung als PDF bekomme, kriege ich die normalerweise konvertiert, weil ich sie ja direkt für Designerinnen übersetze. Und sie haben die Anleitungen geschrieben und haben die entsprechenden Word-Dateien, beziehungsweise haben sie aus Word oder aus einem anderen Textverarbeitungsprogramm Format in PDF-Format konvertiert, und das lässt sich sehr einfach entweder in Word konvertieren, beziehungsweise direkt als PDF in Trados als Ausgangsdatei nutzen. Dann habe ich ja schon relativ viele Translation Memories aus meinen bisherigen Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche im Rahmen von Strickanleitungen oder im Fahrgebiet Strickanleitungen oder Fahrgebiet Stricken und Häkeln übrigens auch. Und das heißt, dass ich zum einen auf die Terminologie sowohl aus den Translation Memories als auch aus Multiterm zurückgreifen kann, und zum anderen dadurch, dass in den Anleitungen sich Schritte häufig wiederholen, kann ich natürlich während der Übersetzung an einer Anleitung auch schon davon profitieren, dass ein CAT-Tool für mich bestimmte Schritte übernimmt oder automatisiert. Ja, das heißt, wenn ich da irgendwie an einer Stelle schreiben oder übersetzen muss, eine links, eine rechts, 2 Umschläge und beim nächsten Mal 2 links, 2 rechts, 2 Umschläge oder so machen müsste, dann kann Trados mir an der Stelle sehr viel helfen. Ja, also bestimmte Aspekte oder bestimmte Teile des Segments sind dann bereits drin, sodass ich nur die Zahlen prüfen muss zum Beispiel. Ja, das ist das Dankbare bei Strickanleitungen oder anderen technischen Übersetzungen oder Übersetzungen von Anleitungen in anderen Bereichen auch. Ja, genau. Das war's zu dem, was auf meinem Schreibtisch gerade liegt und bearbeitet werden möchte. An dieser Stelle würde ich mich jetzt verabschieden und euch ja, frohes Schaffen wünschen, schöne Aufträge, viel Spaß beim Übersetzen und Dolmetschen, und wir sehen uns bald vielleicht wieder. Tschüss.